56 Jahre her, dass ich hier das letzte Mal war. Und so ein schöner Tag war das nicht. Es hat geregnet und nachts war und abends war es. Schwerer Regen peitscht über die stillen Straßen des idyllischen Westfalenstädtchens Herford. Voller Zweifel gehe ich auf das Haus Wilhelmsplatz 7 zu, in dem jener Bruno Gröning zu Gast ist, von dem man sich merkwürdige Dinge erzählt. Das Haus war jedenfalls weiß. Das war eine größere Villa. Die anbrechende Nacht breitet ihren Schatten auf schmerzgezeichnete Gesichter, auf Lahme, die in Krankenwagen herangefahren werden, Krüppel, die auf Stöcken hergehumpelt sind, und auf Blinde, die sich gegen den Eingang vortasten. Ja, ein Balkon war da oder eine Terrasse. Und davor muss ziemlich viel Platz gewesen sein, weil da Hunderte von Menschen standen. Hunderte Menschen umlagern die weiße Villa, kauern sich an die Hauswand, suchen Schutz in der kleinen Gartenlaube im Hinterhof oder unter den dichten Kastanienbäumen. Ja, man muss sich das vorstellen, dass hier, wo eine Straße ist und Autos stehen, dass da 200 Menschen sich versammelt hatten. Das ist also schwer vorstellbar. Aber möglich ist es. Vielleicht ist es das Haus. Vom Hof her kommt die Kunde, dass sich ein Gelähmter plötzlich erhoben hat. Ich eile hin. Schon vor einer Stunde fühlte ich ein Kribbeln in meinen Beinen, erzählt Adalbert Schneider aus Derschlag. Seit den 3,5 Tagen, die ich hier sitze, konzentriere ich mich auf den Gedanken, Gröning wird mir helfen. Jetzt ist es soweit. Ich danke dem Herrgott. Juni 1949. Mit exakt diesen Worten beschreibt Karl Stankiewicz in einem Zeitungsartikel, was er mit eigenen Augen sieht und miterlebt. Er ist gerade 21 Jahre alt und einer der ersten Reporter, die über das Phänomen Gröning berichten. Wie ein Lauffeuer verbreitet es sich über ganz Deutschland. In der kleinen westfälischen Stadt Herford geschehen Dinge, die mit dem Verstand nicht zu erklären sind. Dennoch versuchen die Journalisten das, was sie erleben, in Worte zu fassen. Und so wird aus Gröning von einem Tag auf den anderen ein Messias. Am liebsten aber wird er von den Reportern als Wunderdoktor tituliert. In allen großen Zeitungen Deutschlands, aber auch im Ausland, wird über die außergewöhnlichen Ereignisse in Herford berichtet. Wie kam es überhaupt zu diesem Rummel um einen Mann, der den Medien bis dahin völlig unbekannt war? Auslöser war ein Herforder Ingenieur namens Hülsmann. Er hatte miterlebt, wie sein schwerkranker Sohn von Gröning geheilt wurde und ging damit an die Öffentlichkeit. Er litt an progressiver Muskeldystrophie, lag im Bett und war nicht mehr in der Lage aufzustehen. Also so habe ich das von den Eltern erfahren und so hieß es auch allgemein. Und laut Bericht war es so, Bruno kam und sagte, steh auf. Und das Kind stieg auf. Und später ist er rumgelaufen. Zwar behindert rumgelaufen, aber er ist rumgelaufen. Das war eine Tatsache, die war nicht wegzuleugnen. Nicht? Also, das war ja eigentlich der Auftakt der ganzen Geschichte. Damit fing es an. Manche kommen aus Neugier, die meisten aber erhoffen sich Hilfe und Heilung. Unter ihnen Georg Nowak. Er litt seit Jahren unter ständigen Kopfschmerzen. Weder sein Neurologe noch monatelange Krankenhausaufenthalte konnten dauerhaft helfen. Er galt als unheilbar. Wahnsinnige Kopfschmerzen, Tag und Nacht. Also die hörten überhaupt nicht auf. Daher konnte ich auch nicht mal richtig gehen. Und dann sagten meine Kollegen nachher, du, mit der Gröning gestern, das ist so ein Wunderheiler, da geht doch mal hin. Und da sag ich, Mensch, wenn ein Arzt nicht helfen kann in dieses große Krankenhaus und in Hannover und dann jetzt zum Gröning gehen, das ist doch einfach lächerlich. Da mag ich gar nicht hingehen.
Und sagt er, aber da sind Tausende von Menschen auf. Das ist schwarz von Menschen auf. Die ganzen Plätze, alles ist voll. Geh doch mal hin, du brauchst dich doch nicht genieren, geh doch mal hin. Und als er auf den Balkon kam, es war, ich kann es gar nicht so beschreiben, also Unruhe. Er ist jetzt da, die Spannung. Und dann hat er gesagt, ihr Hilfesuchenden, ihr Heilsuchenden, ihr Gelähmten, steht auf. Ihr könnt gehen, ihr braucht nicht in den Rollstuhl sitzen, ihr könnt gehen. Aber es stand keiner auf und alle waren noch vielleicht im Zweifel, was weiß ich. Aber es stand keiner auf. Dann hat er nochmal gesagt, die Hände ausgebreitet, steht auf, ihr Gelähmten, ihr könnt gehen. Und dann sind sie aufgestanden. Ich war fassungslos, wo ich das gesehen habe. Die Tränen rollten, aber nicht nur von mir, auch von anderen. Plötzlich ging es im Kopf los, als wenn ein Strumpf röbbelt und eine Masche aufrollt. So ging das nach den Wirbelsäule 2 Stränge runter und in den Beinen runter und in den Armen und in die Finger. Und seitdem war ich erleichtert und sag, Mensch, du fühlst dich so wohl. Da bin ich losgelaufen und habe Bocksprünge gemacht, wie man so sagte früher. Also haben wir immer gesagt, ich bin geheilt. Ne? Und das ist alles weg. Ich habe dabei gesungen und ich sage, Mensch, was geht das toll. Sowas hast du noch nicht gehabt, so schön. Dann komme ich zu meinen Kollegen und die haben schon gewartet. Was ist denn nun los? Ich sage, ich bin geheilt. Ich habe keine Kopfschmerzen mehr. Das kann doch nicht sein, das ist doch nicht wahr. Ich sage, ihr habt ja immer gesagt, ich soll hingehen. Jetzt ist es aber wahr. Ihr könnt es mir glauben, es ist nicht wahr. Denn haben sie jeden Tag gefragt immer, hast du noch Kopfschmerzen? Nein. Die haben ja auch gesehen, wenn ich mich bückte, dass mir der Schweiß nicht mehr lief. Ne? Und da war es weg. Und seitdem habe ich keine Kopfschmerzen, bis heute nicht. Jetzt bin ich 80 Jahre alt und immer noch nicht. Immer mehr Menschen berichten von außergewöhnlichen Heilungen, die man mit Bruno Gröning in Verbindung bringt. Nicht nur für Ärzte ein Rätsel, denn Gröning legt weder Hände auf, noch fragt er nach Krankheit und stellt auch keine Diagnosen. Offensichtlich spricht Gröning nur zu den Kranken, was die Sache noch seltsamer erscheinen lässt. Mir bleibt der Verstand stehen. Bruno Gröning heilt Lahme, Blinde, Stumme. Reporter Karl Stankiewicz zitiert den fassungslosen Oberbürgermeister und verwendet dessen Aussage als Schlagzeile für seinen Zeitungsbericht in der Süddeutschen Sonntagspost. Mit welcher Einstellung sind Sie dahergefahren eigentlich? Haben Sie so gedacht, naja, den werde ich als Scharlatan entlarven? Oder das hatte ich nicht vor. Ich war schon unvoreingenommen, aber schon skeptisch, muss ich sagen. Ja, das hat sich aber dann eigentlich schnell gelegt, weil ich dann schon gemerkt habe, obwohl der Gröning noch nicht da war, gab es dann schon so Stimmen aus dem Volk, ich kann wieder gehen oder ich sehe wieder oder sowas, obwohl der noch gar nicht da war. Das war also für mich sehr merkwürdig. Ich habe Leute gefragt, von denen ich gemeint habe, sie könnten was dazu sagen, wie sie sich das erklären. Ein Arzt zum Beispiel hat gesagt, der kam gleich mit mehreren Patienten an. Für ihn ist das Ganze hier ersetzt ein Semester Psychologie im Medizinstudium, so etwa. Er war für diese Zeit ein Phänomen war er, ja, etwas Unerklärliches. Der Medienrummel um Gröning zeigt Wirkung. Die Post kommt säckeweise. Briefe an Gröning, die meisten mit der Bitte um Hilfe und Heilung. Scheinbar halten ihn viele tatsächlich für einen Wunderheiler, andere hingegen für einen Scharlatan, allen voran zahlreiche Ärzte. Mein Vater war Arzt und also meine ganzen Freunde, Bekannte in der Nachbarschaft, sehr viele Ärztesöhne. Und da wurde zu Hause heftig diskutiert über den Scharlatan. Ganz klar, Schulmedizin gegen Wunderheiler, das kann nicht gut gehen. Ich bin ja auch oft mit ihm zusammen auf den Wilhelmsplatz gegangen. Man traf dort sehr viele Ärzte, die das also beobachteten. Und natürlich kopfschüttelnd und
das also eben mit einem gewissen Unverständnis und vielleicht auch mit ein bisschen Konkurrenz, Neid, also da zur Kenntnis nahm. Also wir trafen sehr, sehr viele Söhne eben, meine Kumpels mit ihren Vätern. Und ich sage ja, ich kann es auch nicht ändern, aber es waren viele Ärzte dabei. Und die diskutierten auch. Und das war also absolut ablehnend. Da war also aber auch nicht so ein Fünkchen Verständnis da. Die Ärzteschaft macht der Stadt Druck. Der Herforder Oberbürgermeister verhängt ein vorläufiges Heilverbot. 4 Monate nach Grönings erstem öffentlichen Auftreten. Die Stadt erhofft sich dadurch, die Lage in den Griff zu bekommen. Was macht Bruno Gröning? Er wendet sich an den späteren Bischof, Dr. Hermann Kunst, und hofft auf Hilfe. Ich habe ihn insgesamt, glaube ich, 4-mal längere Zeit gesprochen. Ich habe ihn nicht für einen Scharlatan gehalten, ich habe ihn für einen seriösen Mann gehalten. Unbezweifelbar war für mich, dass von ihm Kräfte ausgingen, die die Heilung beim Menschen bewirkte. Für mich war immer bestimmend bei solchen Dingen, dass Gott viele Weisen hat, dem Menschen zu helfen. Ja, den habe ich natürlich auch gefragt. Und er hat mir damals gesagt, dass ihm jedenfalls bekannt sei, dass Leute, die er aus seiner Bekanntschaft, dass denen geholfen wurde durch den Gröning. Und er hat also alles offen gelassen. Er hat gesagt, er war sehr tolerant gegenüber solchen Erscheinungen grundsätzlich. Bischof Kunst sitzt in einer Kommission, die über den Fall Gröning berät. Der Herforder Oberstadtdirektor sagt, er sei nicht glücklich über das Heilverbot und halte Gröning für ein medizinisch-religiöses Phänomen. Anders hingegen die Mediziner. Sie sind bemüht, Grönings Heilerfolge herunterzuspielen. Das Gespräch war nicht vor einer betonten Freundlichkeit. Selbstverständlich brachten die Herren auch ein großes Misstrauen mit. Wir sind dann auseinandergegangen und dann hat die Stadt gehandelt, wie sie glaubte, handeln zu müssen. Aus dem vorläufigen Heilverbot wird ein Totalverbot für ganz Nordrhein-Westfalen. Heilungssuchende, die hunderte Kilometer oder gar aus dem Ausland angereist sind, protestieren. Sie wollen, dass Gröning ihnen hilft. Die Probleme der Stadt interessieren sie nicht. Gröning und seine freiwilligen Helfer bemühen sich vergeblich um die Aufhebung des Verbotes. Sie sind ja da oben auch mit dem Bürgermeister gestanden. Haben Sie den Eindruck gehabt, dass Herr Bruno Gröning geholfen hat oder helfen wollte? Er war in einer Zwangslage wohl. Es wurden immer mehr Leute und es kam dann wohl auch gegen Abend, am zweiten Abend, zu einem Tumult, weil sich herumgesprochen hat, dass er nicht mit den Menschen reden darf. Gab es irgendeinen kleinen Aufstand und dann hat der Bürgermeister gesehen, er hat auch gesagt, die Sache entgleitet mir. Das wächst mir über den Kopf, hat er wörtlich gesagt. Er wollte das halt, wie viele andere auch später, irgendwie in Grenzen halten. Dass es eben nicht über den Kopf rauswächst, wie er sagte. Auch die Proteste vor dem Rathaus können nichts daran ändern. Das Heilverbot bleibt aufrecht. Bruno Gröning verlässt Herford. Ja, er hat eigentlich eine Epoche auf diesem Gebiet eingeleitet, würde ich sagen. Es war also mit wenigen geringen Ausnahmen abgesehen eigentlich niemand, ich wusste niemand, der überhaupt geistige Heilung ausführte. Und er war eigentlich ein Pionier auf dem Gebiet. Und er hat einen Stein ins Rollen gebracht. Man kann das ganz genau verfolgen, wie plötzlich das zum Thema wurde. Und auch wo sich dann nachher Wissenschaftler mit beschäftigten. Juli 1949. Die Zeitschrift Revue entschließt sich zur wissenschaftlichen Klärung des Phänomens Gröning. In der Heidelberger Ludolf-Krehl-Klinik unter der Leitung von Professor Fischer soll die Heilmethode des Wunderdoktors erforscht werden. Bei positivem Verlauf wird Gröning ein Gutachten in Aussicht gestellt, das ihm den Weg zu freiem Wirken ermöglichen soll. Es sollte ja hier getestet werden, kann er heilen oder nicht. Darum ging es ja. Es sollte ein absolut klinischer Test sein, nicht die Beweisführung seiner Heilfähigkeit. Darum ging es. Und da hat er zugesagt.
Gesagt, ja, das mache ich. Und wir kamen in eine Villa in Heidelberg in eine Art Klausur. Das heißt, es war ihm nicht erlaubt, irgendwo anders Heilungen durchzuführen, sondern nur von den Patienten, die ihm von der Universitätsklinik zugeführt wurden. Hat Bruno Gröning eine Revolution in der Medizin ausgelöst? Helmut Kindler, Herausgeber der Revue und Chef des gleichnamigen Kindler Verlages, ist jedenfalls von den Ergebnissen beeindruckt und wenig überrascht, dass gerade Ärzte mit dem Phänomen Gröning nur wenig anfangen können. Die waren natürlich fassungslos, dass es hier einem Menschen gelang, dass er eigentlich ohne sein eigenes Zutun so bestürmt wurde, dass er nicht 5 Patienten hatte und nicht 20 und nicht 50 und nicht 100, sondern Tausende von Patienten auf diesen Mann einströmten. Das ist ja für einen Arzt schwer zu begreifen, ist ja auch schwer zu begreifen, wirklich. Und für die besonders. Und der hatte aber, ich glaube, auch keine Heilpraktikerausbildung. Er hatte eben überhaupt keine. Er war nicht dumm, er war intelligent. Er war kein Intellektueller, aber er war intelligent und nicht dumm. Und konnte auch sich klar ausdrücken und verständlich ausdrücken. Und wie gesagt, war auch bemüht, mit jemandem zu reden, aber war aber kein Schwätzer. Wiederum, das will ich um Gottes Willen nicht damit sagen, gar nicht. Das würde ja zu seiner Bescheidenheit auch nicht passen. Nein, also da würde ich glauben, dass die Ärzte eben gesagt haben, also das ist ja doch alles nicht zu glauben, aber also schließlich, das müssten wir ja besser können als er. Und nun wollen wir ihn mal hier ins Nebenzimmer sperren und wollen mal unsere Patienten kommen lassen. Und dann kann er ja mal dazukommen und dann werden wir jetzt schon noch dahinter kommen, was da los ist. Es ist vielleicht doch nur ein Scharlatan, es ist vielleicht doch nur alles Zufälle, es ist vielleicht doch nur alles Massensuggestion. Würde ich aber nicht glauben. Hinter diesen Türen kommen die Patienten mit Bruno Gröning zusammen. Unter ihnen auch sogenannte hoffnungslose Fälle, denen die Medizin bislang nicht helfen konnte. Im Nebenraum soll jedes Wort auf Tonband aufgezeichnet werden. Und mehrere Ärzte waren rundherum, die Blutdruck, Puls gemessen haben. Und dann fing Bruno Gröning an. Ich kann mich aber nur an einen Fall entsinnen. Das war eine Patientin, die eine chronische Überstopfung, also eine Obstipation hatte, der scheinbar auf klinischem Weg nicht beizukommen war. Und während der Behandlung ging das schon los, musste sie schon raus. Der Erfolg von Else Joost wird als außergewöhnliches Ereignis in den Zeitungen publik gemacht. Auch der Fall des Herrn Strobel. Seit Jahren hatte er die Bechterew-sche Krankheit, was zur völligen Versteifung der Wirbelsäule führte. Außerdem plagten ihn starke Schmerzen beim Gehen und Steigen. Innerhalb kürzester Zeit ist er schmerzfrei und kann sich frei bewegen. Der leitende Arzt Prof. Dr. Fischer zeigt sich beeindruckt. In der Revue äußert er sich sehr positiv zu den Ergebnissen der Heidelberger Untersuchungen. Er sagt, Bruno Gröning ist kein Scharlatan, kein Hypnotiseur, kein Wunderdoktor, sondern ein begabter, nichtärztlicher Psychotherapeut. Er bemüht sich, aus kindlich naturhaftem und auch religiös begründetem Mitgefühl heraus, den Menschen in ihren seelisch bedingten Leiden zu helfen. Er maßt sich nicht an, ein Prophet oder Messias zu sein. Er hat aber ein gläubiges Sendungsbewusstsein. Gröning ist eine Einmalerscheinung. Keiner psychotherapeutischen, psychologischen Schule einzuordnen. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass eine Gruppe von Ärzten, ich will das nicht verallgemeinern, aber eine Gruppe von Ärzten ihn benutzen wollte und ihn benutzt hat und sein Wissen ausgebeutet hat, aber sein Wissen war ja nicht zu ergründen. Also lernen und das Gleiche zu schaffen, wie er geschaffen hat, das konnten sie nicht. Es bleibt ein Geheimnis. Doch plötzlich heißt es, die Wissenschaft hätte Grönings Geheimnis entdeckt. Schließlich wird das Experiment der Zeitschrift Revue für beendet erklärt. Das Gutachten, das ihm von den Ärzten versprochen wurde und ihm den Weg zu freiem Wirken ermöglichen sollte, erhält Gröning nicht. Einige Ärzte und Professoren, die wollten ja den Gröning für ihre Patientenbehandlung gewinnen. Aber das ist dann natürlich auf
Profit ausgegangen. Und das hat der Gröning einmal gesagt. Wer diese Begabung bekommen hat, der darf, das ist eine Gabe Gottes und das darf nicht verkauft werden. Sobald ich das Geld annehme, erlischt diese Gabe. Bruno Gröning wird im Jahr 1906 als 4. Kind eines Maurerpoliers geboren. Geburtsort ist Danzig, das damals noch zu Deutschland gehörte. Schon während seiner Kindheit und Jugendzeit fällt auf, dass er beruhigenden und sogar heilenden Einfluss auf Menschen und Tiere hat. Vater August Gröning erklärt eidesstattlich im Jahr 1949 über seinen Sohn Bruno: Sogar besondere Ereignisse konnte er voraussagen. Anfang und Ende des Krieges 1914 bis 18, auch den Tod seiner Mutter sah er im Voraus. Ebenso den Anfang des Krieges 1939 bis 45. Alles hat er gesehen und vorausgesagt. Hinzu kommt noch eine Eigenschaft, die es ihm ermöglichte, Menschen von Krankheiten und Leiden zu heilen. Schon seine Mutter ist mit ihm in Krankenhäuser gegangen, weil die Patienten verlangt haben, bringt doch den kleinen Bruno mit. Wenn der zu uns kommt und hier sitzt und mit uns spricht, kommt eine so tiefe Ruhe über uns und wir fühlen uns ganz besser. Nach dem Besuch der Volksschule beginnt Bruno Gröning eine kaufmännische Lehre und erlernt schließlich, auf Wunsch seines Vaters, den Zimmererberuf. Seine mangelnde Aus- und Schulbildung wird ihm später oft vorgeworfen und macht seine Wirkung auf die Menschen noch unverständlicher. Vor allem für viele Ärzte, die sich die Erfolge des Volksschulabsolventen mit ihrem medizinischen Wissen nicht erklären können. August 1949. Nach Herford und den wissenschaftlichen Untersuchungen in Heidelberg wird Bruno Gröning nach Bayern eingeladen, auf den sogenannten Traberhof bei Rosenheim. Als die ersten Zeitungen von der Ankunft Grönings erfahren, beginnt auch hier ein großer Medienrummel. Naja, es kamen also immer mehr Menschen, bis es dann mal Tausende waren, nicht wahr? Bis schätzungsweise bis 5000, nicht wahr? Also das lässt sich schwer abschätzen. Ne? Nicht? Und dann passierten dort denn eben auch, also vielleicht noch in größerem Ausmaß die Heilungen. Ne? Man hat immer den Eindruck, je mehr Menschen, je mehr Heilungen. Ne? So wie in Herford machen die Medien auch hier eine Riesensensation daraus. Gröning wird zum Weltereignis hochstilisiert, der Traberhof sogar als bayerisches Lourdes bezeichnet. Schlagzeilen wie diese locken die Massen. An manchen Tagen wird ihre Zahl auf bis zu 30.000 geschätzt. Sogar aus den Vereinigten Staaten kommen Menschen, um sich von Gröning heilen zu lassen. Gröning betont immer wieder, dass Gott der größte Arzt sei und es kein unheilbar gäbe. Ich hatte eine gelähmte Hand. Ich konnte den Löffel nicht mehr zum Mund führen. Und diese gelähmte Hand wurde zwar behandelt, wir haben alles gemacht, was möglich war, aber sie war immer noch gelähmt. Er schaute mich nur an, so. Und habe ich ihm die Hand gezeigt, oder mehr oder weniger. Und dann, ich weiß, ich war da Tisch oder was, auf jeden Fall. Ich hatte die Hand so und auf einmal, die Finger haben Trommelfeuer gemacht. Eine ganze Weile. Jetzt kann ich es gar nicht so schnell machen, wie das da. Und in dem Augenblick war die Lähmung verschwunden. Es ging binnen einer halben Stunde. Wirklich. Wir waren beide happy. Weil er sich immer so gefreut hat, wenn er persönlich so schnell erleben durfte. Und das war wirklich ein großes Geschenk für mich. Auch hier am Rosenheimer Traberhof stellen Skeptiker die Frage, was will dieser Gröning eigentlich? So wie er selbst sagt, helfen und heilen? Oder will er vielleicht doch nur die Not der vom Krieg gezeichneten Menschen ausnützen, sich an ihnen bereichern? Jahre später wird sich herausstellen, dass nicht Gröning verdiente, sondern Geschäftemacher um ihn herum.
Das Massenspektakel am Traberhof habe ihn abgestoßen, sagt Karl Stankiewicz heute. Obwohl er nur wenige Kilometer von Rosenheim entfernt wohnt, geht er nicht hin. Dennoch verfolgt er als Reporter das Geschehen um Bruno Gröning weiter, sammelt Zeitungsartikel, darunter einen mit der Stellungnahme des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Ehard. Ich habe also gesehen, dass der Ministerpräsident Ehard sich am 6. September, schon sehr bald, über den Gröning geäußert hat. Ich bin der Meinung, man sollte Bruno Gröning keine Schwierigkeiten machen, man soll ihn ruhig heilen lassen, hat er wörtlich gesagt, heilen lassen. Man sollte seine Tätigkeit aber in geordnete Bahnen leiten. Einem derartig exzeptionellen Menschen sollte man keinen Paragraph in Schwierigkeiten bereiten. Das ist schon bemerkenswert für so einen Ministerpräsidenten. Und hat er noch dann begründet, dass bei uns bürokratische Hemmungen immer bestehen, wenn etwas Neues auftaucht. Das kann ich Ihnen als Ministerpräsident, weiß Gott, bestätigen. Ja, jedenfalls hat man dann gesucht nach rechtlichen Grundlagen, um ihn weiter wirken zu lassen. Und das hat sich sehr schwierig gestaltet, weil natürlich immer mehr Massen sich versammelt haben. Heute, 60 Jahre später, was ist aus dem Traberhof geworden? Eine Pilgerstätte vielleicht? Journalist Stankiewicz macht einen Lokalaugenschein. Entschuldigen Sie, wir recherchieren was über den Traberhof. Traberhofstraße. Traberhof, Sie kennen den nicht mehr. Ja, da ist da vorne, geht man rein. Ja, aber der frühere Traberhof, da wissen Sie überhaupt nichts. Und Nein. Sie sind ja auch später erst zugezogen, sicher. Ja, sicher, aber ja. das weiß man nicht mehr. Okay, Gröning sagt Ihnen nichts. Nein, danke schön. Entschuldigung. Wiedersehen. Das sind alles Eigentumswohnungen? Zum Teil vermietet, ja. Aha. Also da direkt über der Einfahrt. Ach, da ist es. Ja. Traberhof. Ja. Zeichen. Ja. Aha. Heißt die Siedlung jetzt noch Traberhof? Die heißt noch Traberhof, ja. Ach so, interessant. Ja, Balkons gibt es auch noch wie damals, nur dass keiner mehr runterpredigt. Ja, das war damals ein Holzbalkon beim Gröning. Ja. Wissen Sie zufällig noch etwas über den Traberhof? Ja, das Gebäude ist da vorne. Ah, das war da vorne. Das wäre das Gebäude. Wo das große Gebäude ist, war der Traberhof. Ja, da war der Traberhof. Aha. Dass es genau hier gewesen sein soll, von wo aus Gröning zu den Menschenmassen sprach. Der Eigentümer der Dachterrassenwohnung ist einigermaßen überrascht. Herr Stankiewicz hat Fotos mitgebracht, die das verdeutlichen. Kampenwand. Das ist die Kampen da unten, die gezackte, ja. Da nicht drauf, aber die weiß ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Der Wendelstein ist da. Breitenstor, Wendelstor, der ist aber da auch nicht mehr drauf. Ja. Tja, erstaunlich. Und das ist also bis irgendwie alles unbebaut und dicht bevölkert gewesen. Ne? Ja. Schon sehr erstaunlich. Ja. Man kann dieser und jener Meinung sein, man kann verdammen, man kann in den Himmel heben. Es ist wahrscheinlich alles falsch. Also man weiß, dass es solche Dinge in der Welt gibt, dass es auch Wunder gibt, die nicht erklärbar sind, aber man sieht ja die Ergebnisse. Ja. Nur, dass die so lange nachwirken, das gibt es nur bei ganz wenigen. Ich hatte den Eindruck, wie er auf dem Balkon stand, er war sich seiner Sendung bewusst. Das gab ihm die Stärke und die Ausstrahlung. Er hatte nicht viel, er hat schon einiges geredet. Aber das Wichtigste, was er für meine Ohren gesagt hat, war, an Gott müsst ihr glauben und mir sollt ihr vertrauen. Was ich gesehen habe, das waren die Rollstuhlfahrer. Und da ist also eine ziemlich große Anzahl, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, tatsächlich der Aufforderung Grönings gefolgt und sind aus den Rollstühlen aufgestanden und haben den Rollstuhl selbst geschoben. Das habe ich gesehen. Beeindruckt hat mich eigentlich das erst nachher. Solange ich dort stand, solange er sprach,
hat mich das eigentlich null beeindruckt, um es ganz ehrlich zu sagen. Nur als ich die Wirkungen sah, bei den Rollstuhlfahrern, bei den blinden Jungen, und dann nachher, ein paar Tage später, war mein Vater, da war ich natürlich ganz anderer Meinung, das ist logisch. Nicht? Dann muss man seine Meinung ändern. Vorher habe ich das, also ich will das gar nicht so formulieren, als was ich das angeschaut habe. Nicht? Denn die Tatsachen überzeugen das. Und das andere, ich bin also keiner, der so schnellgläubig ist, aber so. Ich muss zuerst so verschiedener sehen. Meine lieben Heilungssuchenden, jeder Heilungssuchende kann nur empfangen, wenn er sich von seinem Leiden frei macht. Lassen Sie bitte von Ihrem Leiden ab. Und so sende ich Ihnen hier mit die Heilwelle, nehmen Sie sie auf, beobachten Sie Ihren Körper weiter, horchen Sie in Ihrem Körper rein, konzentrieren Sie sich darauf, was in Ihrem Körper geschieht. Es gibt vieles, das nicht erklärt werden, aber nichts, das nicht geschehen kann. Gröning im Radio, in den Zeitungen, sogar die Wochenschau berichtet. Doch der sogenannte Wunderdoktor aus Danzig wird immer öfter mit Reportern konfrontiert, die nicht der Wahrheit auf den Grund gehen, sondern nur sensationell berichten wollen. Das geht sogar so weit, dass Gröning als Witzfigur karikiert wird. Die Heilerfolge sollen damit lächerlich gemacht werden. Wir hatten damals eben die Aufgabe, über eine Rosenheimer Zeitung, da am Traberhof über Herrn Gröning, völlig neutral zu berichten und einfach nur zu beobachten, was sich da so tat. Und im Laufe dieser beiden Tage kam dann irgendwann am zweiten Tag plötzlich die Weisung, doch etwas skeptischer, respektive sogar negativ zu berichten. Karl Stankiewicz nutzt seine in Herford geknüpften Kontakte zu Gröning und ist der Erste, der den Wunderdoktor in Bayern interviewt. Das Gespräch wird in der Münchner Abendzeitung abgedruckt, wodurch die Auflage erstmals auf über 100.000 steigt. Titel der Geschichte: Ich bin kein Wunderdoktor. Gröning brachte im Laufe des Gesprächs immer wieder zum Ausdruck, dass er der Presse mit äußerster Skepsis gegenüberstehe, weil man bereits zu viel Rummel um ihn gemacht habe, wie seinerzeit in Herford, wo heute noch die Leute hinfahren. Ich warne die Presse, sagte er, die Unwahrheit zu schreiben, denn die Wahrheit wird sich ja doch herausstellen. Er war sehr bestimmt. Ich habe es also wortwörtlich so wiedergegeben. Es war eigentlich ungewöhnlich, dass einer die Presse warnt, die Unwahrheit zu schreiben. Das habe ich noch sehr selten erlebt, außer beim Strauß vielleicht. Aber er war so, er war ein einfacher, holzschnittartiger Mensch, der das sagte, was er meinte. Er war überhaupt kein Diplomat und er war vor allem auch kein Geschäftsmann. Es war an ihm aber alles einfach, verstehen Sie? Das war seine Größe, seine Einfachheit war seine Größe. Obgleich er sich dessen bewusst oder nicht bewusst war, er war es einfach. Und das ist das Schöne an ihm gewesen. Er hat nie geprahlt oder so. Nein, habe ich nicht gehört. Er war, wenn man sagt, niedrigen Standes, nach außen her gesehen. Dass die anfangs wohlwollende Berichterstattung ins Gegenteil umschlägt, hat mit einem Journalisten namens Michael Graf Scholtikow zu tun. Ein Mann von zweifelhaftem Ruf. Nicht nur, dass Scholtikow in den 30er Jahren wegen Betrugs zu 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt wird, er arbeitet auch als Geheimagent für die deutsche Wehrmacht und verfasst judenfeindliche Bücher. Scholtikow ist es auch, der der Presse die ersten großen Negativschlagzeilen über Gröning liefert. Auf Scholtikow folgen viele andere, die mit Sensationsjournalismus ein gutes Geschäft machen wollen. Eine eidesstattliche Erklärung von Grönings Bruder Karl verdeutlicht, dass manche Journalisten vor nichts zurückschrecken. Er schreibt: Es wurde mir gesagt,
dass ich mit einer Veröffentlichung im negativen Sinne unter der Schlagzeile Bruder gegen Bruder viel Geld verdienen könnte. Herr Hohmann stellte mir dabei in Aussicht, dass für mich in diesem Zusammenhang gut 50.000 D-Mark zu verdienen seien. Er riet mir, vor keiner Unwahrheit zurückzuschrecken, um der Presse möglichst sensationellen Stoff zu liefern. Ich bedauere es heute außerordentlich, dass dies geschehen konnte, wie ich es auch bedauere, dass durch meine früheren herabsetzenden und unwahren Behauptungen meinem Bruder Bruno schwerer Schaden in Bezug auf seinen Ruf erwachsen ist. Gezeichnet Karl Gröning. Auch die Ärzteschaft schießt sich auf Gröning ein. Der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer lässt sogar ein Flugblatt gegen Gröning veröffentlichen. Das Gros der Ärzte war natürlich nicht glücklich bei dem Gedanken, so kann man es auch ausdrücken, dass es jetzt jemand geben soll, der bloß jemand anschaut und sagt, du bist geheilt. Die haben dann gesagt, der entweder spinnt er oder er ist ein Lügner. Er hat weder gesponnen noch gelogen. Er hat aufgezeigt, dass es möglich ist, geistig zu heilen. Der Gröning sagte doch immer, Gott ist der Heiler. In dieser Zeit entsteht auch ein großer Dokumentarfilm über Bruno Gröning und die außergewöhnlichen Ereignisse am Traberhof. Doch nicht nur Gröning selbst, auch der Film über ihn wird von der Ärzteschaft aufs Schärfste angegriffen. Als Begründung wird angeführt, dass von einem jeden Gröning-Film schwere gesundheitliche Schädigungen und Störungen der öffentlichen Ordnung zu befürchten seien. Eines Tages ist der Film verschwunden und ist auch heute noch unauffindbar, obwohl er damals in vielen deutschen Kinos gezeigt wurde, also zahlreiche Kopien vorhanden sein müssten. Nicht alle Ärzte sind gegen Gröning. Es gibt sogar einige, die Gröning um Hilfe bitten. Mit Hochachtung sprechen sie den Nicht-Akademiker an. Dr. Erwin Perlek beispielsweise bittet im Namen einiger schwerkranker Patienten Gröning um einen Besuch in seiner Praxis. Dr. Guido Roth, praktischer Arzt, bittet um Hilfe für seine an Kinderlähmung erkrankte Tochter. Dr. A. Mollenaar schreibt: Sehr geehrter Herr Gröning, da ich als praktischer Arzt bei meinen Kranken einige habe, denen Sie bestimmt helfen könnten und die ohne Ihre Hilfe schwerlich wieder gesund werden und weiterhin ans Bett gefesselt wären, frage ich an, ob ich diese Kranken zu Ihnen bringen darf. Im Jahr 1951 erhebt die Staatsanwaltschaft München Anklage gegen Bruno Gröning. Zum ersten, aber nicht zum letzten Mal. Es wird ihm zur Last gelegt, gegen das Heilpraktikergesetz verstoßen zu haben. Das aus der Zeit des Nationalsozialismus stammende Gesetz besagt sinngemäß, dass niemand ohne Erlaubnis die Heilkunde ausüben dürfe. Gröning beantragt daraufhin eine amtliche Zulassung als Heilpraktiker, doch die Behörde lehnt ab. Die Begründung lautet, Gröning sei zu wenig gebildet und geistig-seelisch zu schwach. Herr Gröning hat wieder eine Anklageschrift erwartet und wollte, dass mein Mann sie lesen sollte. Mein Mann war derzeit Richter in Bad Kissingen am Amtsgericht. Er gab meinem Mann die Anklageschrift in die Hand und sagte, ich bin weder Heilpraktiker noch irgendwas, ich gebe keine Medikamente und verlange auch kein Geld. Mein Mann las es und sagte, ich verstehe nicht, weshalb Sie angeklagt sind. Die meisten Zeugen der Gröning-Verteidigung werden vom Gericht abgelehnt. Sie können daher weder bestätigen noch dementieren, was Gröning immer wieder betont, dass er aus seinem Wirken nie ein Geschäft gemacht und nie im medizinischen Sinne behandelt habe. Glauben Sie, dass man Bruno Gröning damals wohlgesonnen war von Seiten des Gerichts? Eher weniger. Er war ein Außenseiter. Außenseiter sind immer schwer zu beurteilen und auch zu verurteilen. Er war ein Außenseiter der Gesellschaft. Er hat Unruhe gebracht.
In der Zeit, in der gegen Gröning prozessiert wurde, war Karl Stankiewicz Gerichtsberichterstatter in München. Seine Artikel über die wichtigsten Prozesse hat er vor kurzem in einem Buch zusammengefasst, darunter auch jenen über Bruno Gröning. Ein Freund Bruno Grönings, der Grenzwissenschaftler Professor Hohmann, sagte zu den Prozessen: Gröning selbst hat mit dem Heilpraktikerparagraphen überhaupt nichts zu tun. Sobald man in diesem Punkt Anklage erhebt, klagt man den Herrgott selbst an. Er hält Glaubensvorträge. Kann man ihn deswegen bestrafen? Müsste man nicht jeden Pfarrer, der Krankenbesuche macht, der aufrichtet und tröstet, auch unter Anklage stellen? Gröning selbst wirkt wie ein Transformator. Ohne sein Zutun werden Heilungssuchende aufgeladen. Er ist lediglich Werkzeug einer höheren Macht, eines höheren Willens. Ist die Frage Wunderheiler oder Scharlatan überhaupt zu beantworten? Auch die Justiz kann es nicht. Jedenfalls vergehen 8 Jahre, in denen Gröning immer wieder vors Gericht zitiert wird. Als er schließlich im Jahr 1959 stirbt, wird das Verfahren eingestellt. Ein abschließendes Urteil gibt es nicht. Er hat seiner inneren Stimme gehorcht und hat trotz aller Warnungen oder trotz aller Gefährnisse, die ihm in den Weg gestellt wurden, doch weiter nur eins getan, immer geholfen. Er ließ sich in die Irre machen. Um nichts in der Welt. Das ist ja das, was dann so einen Menschen auszeichnet. Manche gehen dann in die Knie vor denen, die sagen, du lügst. Wenn einer die Wahrheit sagt, dann sagt er eben die Wahrheit. Was geschah in den 8 Jahren, in denen gegen Bruno Gröning prozessiert wurde? Trotz aller Widerstände sucht Bruno Gröning einen Weg, um wirken zu können, ohne mit dem Heilpraktikergesetz in Konflikt zu kommen. Er gründet den Gröning-Bund, von dem er sich einen gewissen Schutz erhofft. Auch werden sogenannte Gemeinschaften ins Leben gerufen, in denen Gröning Glaubensvorträge hält. Die meisten in Deutschland, einige auch in Österreich. Zu einem dieser Treffen kommt der Landwirt Adolf Groth. Er hatte Magenkrebs und war von den Ärzten aufgegeben. Der Krieg, der hat uns gestempelt. Der Krieg hat uns kaputt gemacht. Das war das Ganze seelisch kaputt. Wir waren noch keine normalen Menschen im Krieg. Wir waren noch Hyänen. Als normaler Mensch können sie auch keiner schießen. Nee. Und da mussten wir entweder durch. Das ist doch nicht mehr normal. Nee, unser Leben hing ja am Strohhalm. Und dann sucht man nach etwas. Genauso, wenn man an der Front ist. Man sucht nach einem Strohhalm, wo man sich an festhalten kann. Nee, jeden Moment kann das aus sein. Nee, das ist schlimm, wenn man so was erlebt. Nicht, und da ist kein Wunder, dass wir krank wurden, dass wir seelisch kaputt. Ich stand doch mit einem Bein im Grab. So krank war ich. Ich wollte Hilfe. Ich konnte nicht mehr essen und nicht. Und wie ich später erfahren habe, mein Hausarzt, der hat gesagt, ich hätte Leberkrebs, Magenkrebs. Und dann sind wir da hingefahren. Wie das zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht mehr genau. Irgendwie waren mit mehreren Mann. Dann sind wir da hingefahren und dann war also eine Erlösung. Eine Erlösung war das für uns. Für alle, die da gewesen sind. Das Saal war voll. Eine Erlösung war das. Für alle. Also man war wie von neu geboren. Nicht so leicht und fühlte man sich die Schwere, die war aus dem Körper raus. Und in dem Moment und auch noch wie weggefahren, da waren wir nicht mehr krank. Wir haben nichts mehr von Krankheit gespürt. Der war weg. Und gleich, wie wiederkam, konnte ich essen. Und kam auch nicht wieder. So einfach. Bin alt oder werde alt, wie soll ich mich halten? Und das ist das Schönste.
Ich freue mich am Leben, dass ich noch da bin und dass ich noch gesund bin. Anfang der 50er Jahre lernt Bruno Gröning die Französin Josette Dufossé kennen. Sie begleitet ihn in der Folgezeit immer häufiger und unterstützt ihn in seiner Arbeit. Sie kommen sich näher und heiraten schließlich im Juni 1955. Bruno Gröning verknüpft dies jedoch mit einer außergewöhnlichen Bedingung. Er hatte mir gesagt, du bist nicht die Erste in meinem Leben, zuerst die Kranken. Und du weißt, was du tun sollst. Entweder du gehst oder du bleibst und du akzeptierst. Ich habe gesagt, ich bleibe. Und deshalb habe ich mit den Kranken gelebt. Sie haben gespürt bei ihm, es ist eine Änderung im Körper und eine Besserung. Und wenn eine Frau oder ein Mann gekommen ist, haben gesagt, Herr Gröning, ich habe Schmerz da. Er hat sich gedreht, er hat gesagt, wo haben Sie Schmerz? Ich habe keinen mehr. So war es. Und er war weg. Und sie war schon so. Also, das ist so oft passiert. Herr Gröning, helfen Sie mir, mein Rücken ist hinten, wie alle anderen. Nein, aber ich habe plötzlich aufgehört. War weg. Und er hat aber nicht gefragt, wer sind Sie, woher kommen Sie und waren Sie so und so. Nix. Er hat den Rücken gedreht, weg war. Und ich immer hinterhin. Ja. Im Spätherbst 1958 fährt Bruno Gröning mit seiner Frau Josette nach Paris. Sie drängt ihn zu dieser Fahrt, da sich sein Gesundheitszustand zusehends verschlechtert. Ihr Weg führt zu einem gut befreundeten Arzt und Krebsforscher, Dr. Bélanger. Die Röntgenaufnahmen zeigen Magenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Er sah nicht so gut aus. Er hatte Schmerzen im ganzen Körper, aber er wollte nicht davon sprechen. Er hat gesagt, das muss so sein. Er hat gesagt, die Menschen schnüren wir die Gurgel zu, weil ich nicht mehr heilen darf. Und kurz vor seinem Tod, da hat er das auch gesagt, er verbrennt innerlich, weil er nicht mehr heilen darf. Bruno Gröning wird schließlich operiert, doch sein Zustand ist schlimmer als erwartet. Der französische Arzt ist schockiert. Dr. Bélanger hat auch mir gesagt, es sieht aus, als sein Körper ganz verbrannt wäre. Also der war verbrannt innen. Er hat sich erst gelitten, aber nicht beklagt. Nein. Bruno Gröning stirbt am 26. Jänner 1959 in Paris. Im Totenschein wird vermerkt, dass er an Krebs gestorben sei. Dr. Bélanger bezeichnete Grönings Zustand aber auch als totale innere Verbrennung. Was mich eigentlich heute wundert, ist, dass es keine Nachfolgeerscheinung gegeben hat. Seitdem, das ist immer über 50 Jahre her, keinen anderen Menschen, der ähnlich gewirkt hat. Jedenfalls ist mir nicht bekannt. Hätte es sein können. Innerhalb eines halben Jahrhunderts könnte ja mal 2 solche Figuren auftreten in der Weltgeschichte. Aber auch in anderen Kulturen nicht. Weiß ich nicht. Das ist mir rätselhaft. Das war so eine einmalige Erscheinung. Nicht nur ein Phänomen, sondern ein einzigartiges Phänomen. Der Grenzwissenschaftler Professor Hohmann sagte damals über Gröning: Immer, wenn die göttliche Ordnung nicht mehr im Mittelpunkt des menschlichen Daseins stand, wie heute bei uns, fanden sich Begnadete, die zur Besinnung und Rückkehr zum Allmächtigen aufriefen. Für solch eine Sondererscheinung halte ich Herrn Gröning. Kommende Generationen werden sich mit ihm und seinem Werk beschäftigen.